Anderswohin unterwegs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute an dem Ort, wo der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Denn die deutsche Kapitulation wurde nicht nur in Reims und Berlin unterschrieben, sondern auch hier, in der Nähe von Hamburg. Hier fand die erste Teilkapitulation vor der britischen Armee unter Montgomery statt. Ein Ort der Zeitgeschichte also. Unweit von Hamburg steht diese verlassene Villa. 1906 wurde sie gebaut. 1935 kaufte Alexander Möllering, der Leiter der Kronenbrauerei, die Villa. Im April 1945 besetzten britische Truppen unter Montgomery die Region. In der Villa richtete man das Hauptquartier ein. Außerdem zog der Befehlshaber der 2. britischen Armee hier ein. Montgomery ist dann einen Tag später in seinen Wohnwagen auf einem Hügel hier ganz in der Nähe umgezogen. Das nannte er dann sein taktisches Hauptquartier. Am 3. Mai 1945 gab es hier in der Villa ein Stück deutscher Geschichte. Großadmiral Dönitz war inzwischen Hitlers Nachfolger. Er schickte mehrere Offiziere unter Delegationsleiter Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg von Flensburg aus zu dieser Villa, dem Sitz der Briten. Hier fanden Gespräche über eine Teilkapitulation Deutschlands, die Dönitz anbot, statt. Und hier unterschrieb man die Bedingungen zur Übergabe der Stadt Hamburg. Und man arbeitete hier die Teilkapitulation für die deutschen Streitkräfte in Nordwestdeutschland, Holland, Dänemark und Schleswig-Holstein aus, die einen Tag später unterschrieben werden sollten. Also heute ist hier drumherum ein Neubaugebiet. Ich denke mal, die Villa wird 1945 so richtig im Wald gelegen haben oder am Waldrand gelegen haben. Das ist die Villa, wo Montgomery seine Zelte aufgeschlagen hatte. Wo ein anderes Zelt aufgeschlagen hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin jetzt hier am Timelowberg. Hier ist der Ort, wo der Zweite Weltkrieg eigentlich beendet wurde und damit auch das Deutsche Reich sein Ende fand. Denn hier auf dem Timelowberg, ganz in der Nähe von Lüneburg, unterschrieben die Abgesandten von Dönitz die vorher in der Villa ausgearbeitete Teilkapitulation. Norddeutschland kapitulierte per Unterschrift vor Feldmarschall Montgomery. Ja, den Weg noch ein Stück lang und da sieht man auch schon diesen Stein. Da will ich hin. Da steht Kapitulation auf dem Timelowberg, 4. Mai 1945. 1995 hat man den Stein aufgestellt. Nie wieder Krieg steht noch darunter. Der Timelowberg ist etwa 80 Meter hoch und ist damit eine der höchsten Erhebungen hier überhaupt. Montgomery hat den Timelowberg den Victory Hill genannt. Oben auf dem Berg hat er sein Zelt und angeblich noch einen Wohnwagen aufgebaut. Das Denkmal, das Montgomery dann für diesen Anlass hier errichten ließ, das steht ja heute in Sandhurst, das hat er dann abbauen lassen. Man hat stattdessen diesen Stein hier hingestellt. Der Stein steht allerdings hier nicht am Originalort, wo die Kapitulation unterzeichnet wurde. Das ist hinter mir, etwa 100 Meter entfernt. Da ist nämlich erst der Timelowberg, hier geht's hoch. Aber das ist Bundeswehrsperrgelände, deswegen hat man das außerhalb am Rande aufgestellt. Hinter mir ist ja irgendwo der Zaun, wo das Sperrgebiet beginnt. Die Inschrift auf dem Stein wurde bereits einmal zerstört. Man hat die Inschrift dann neu gemacht und den Stein einfach umgedreht. Auf der Rückseite sieht man die alte kaputte Inschrift. Das hier ist eine Inschrift, ich glaube von 2002. Und das hier ist die zerstörte Inschrift. Der eigentliche Ort der Unterschrift muss jetzt noch ein bisschen weiter entfernt liegen. Im Gebüsch steht hier noch ein Schild, wo drauf steht, dass hier das Bundeswehrsperrgebiet beginnt. Da geht es dann hoch zum Timelowberg.
Oben findet man allerdings keinerlei Spuren mehr, nur noch einen kleinen Betonrest, der stammt von dem Denkmal, das Montgomery nach Sandhurst hatte schaffen lassen. So, das war's dann von dem Ort, wo das Deutsche Reich kapituliert hat, 1945. In diesem Sinne, tschüss.